Plötzlich sagt er ganz ruhig, so als wenn er mit sich selber spricht, ich habe mich schon in mein Schicksal ergeben. Das war natürlich für mich was ganz Besonderes, denn erstens wusste ich, der ist Deutscher, der weiß, um was es geht. Das kann nur Eichmann sein. A year after his abduction by the Israeli Secret Service, the trial in Jerusalem. Before a Jewish court stood the man who had sent millions of Jews to their deaths. Der Angeklagte verursachte in der Zeit von 1939 bis 1945 die Tötung von Millionen von Juden. Also ich weiß nicht, ob ich besonders auf ihn geachtet hätte, wenn ich ihn im Autobus getroffen hätte. Trotzdem, manchmal, wenn ihm irgendetwas nicht gefallen hatte, da war ein Blick in den Augen, der einem wohl Angst einjagen konnte, ein Tigerblick. Hätte man ihm befohlen, alle Rothaarigen oder alle Leute vom Telefonbuch, der Name mit K beginnt, umzubringen, hätte er es gemacht. Did he merely follow orders? He acted from conviction. Das Größte, was er wollte von Hitler einmal empfangen werden und der sollte immer so danken dafür, nicht? Das war sein Traum, nicht? Und er kam nie hin und das hat er nie verwunden, nicht? Sie haben früher alle gelacht, diese Juden. Sie haben das für einen Spaß gehalten. Sie lachen heute nicht mehr. Sie wissen, es ist ein blutiger Ernst geworden. Ich bedauere und verurteile die von der damaligen deutschen Staatsführung angeordnete Vernichtungstätigkeit gegen die Juden. Recordings now broadcast for the first time show another Eichmann talking with a fellow SS officer. Von den 10,3 Millionen Juden. 10,3 Millionen Juden getötet. Dann werden befriedigt und würde sagen, gut, wir haben ein Vernichter. March the 15th, 1938. Hitler in Vienna, the new ruler of Austria, Eichmann's home. Älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Raums sein. For the 200,000 Austrian Jews, Hitler's visitation was the darkest moment in their history. The Jewish quarter in Vienna. Here ruled Angst. Angst vor dem, was kommt. Ganz einfach. the evil hour. It started with graffiti. Incitement paved the way for activists. The heralds of destruction were already in the country. Among Himmler's entourage was Untersturmführer Eichmann. Born in Germany, he grew up in Linz in Austria. He went to the same school as Hitler and was just as much a failure. He left without a leaving certificate. His father's business is still in operation. His first job, traveling salesman for an oil firm. The depression came and he was sacked. Here was a man in his mid-20s looking for an occupation and a purpose in life. Marching in step with these troops, Eichmann was driven by a desire for recognition and a career in the SS. Total loyalty to a dark power. Verhaftet durch unseren Eid, den Befehlen Folge zu leisten. Und das habe ich getan. Ich war immer ein ordentlicher SS-Führer, der gewöhnt war zu gehorchen. Unconditional subordination was Eichmann's credo. Treue bezieht sich auf Eid, auf Vorgesetzte, auf die Führung schlechtweg. So verstehe ich heute noch diese Bezeichnung, meine Ehre heißt Treue. Loyalty
also to the concept of the enemy, the Jews. This was the career opportunity for Eichmann in the SS. He studied the enemy keenly. A thorough smattering of knowledge. The Tsar of the Jews, he later called himself. Eichmann even wanted to learn Hebrew from a rabbi. His request was refused. His teacher had to be an Aryan. He was, however, granted a paid trip to Palestine, the refuge of many of those persecuted by the Nazi terror. A flying visit to a kibbutz. Disguised as a journalist, Eichmann researched possibilities for deporting Jews, but the SS tourist's cover was blown. Eichmann was photographed by the British Secret Service and deported. His field trip was over. Eichmann's superiors rewarded his zeal with top marks. His commitment to National Socialism? Unconditional. His knowledge of his field? Very good. His special skills? Negotiating, speaking, organizing. Vienna, 1938, his first chance to prove his worth. Eichmann the expert was to drive out all the Jews. A raid. In the Israelite community, Eichmann was on the scene, searching, arresting, humiliating. For the first time, he held power over people. Thousands of Jews saw what was coming. They fled. Ich musste innerhalb 24 Stunden Wien verlassen und bin durch Nacht und Nebel in die Schweizer Berge über Österreich und Vorarlberg geflüchtet. In front of the American embassy in Vienna, desperate Jews, strangers in their own land. The exodus was too slow for Eichmann. He tried to speed it up with the Central Office of Jewish Emigration. Here, people got their papers in record time. The cost? A fortune. Expulsion as grand larceny. Eichmann's enterprise. Entscheidend ist wohl der Eichmann mit seinen Minderwertigkeitskomplexen. Nicht? Bei uns im ST, wenn ich so sagen kann, waren also alle führenden Stellen mit Akademikern besetzt. Und es gab kaum eine Ausnahme. Er wurde dann letztendlich die Einzige. Und das hat ihn natürlich furchtbar getroffen. Er wollte also unbedingt zeigen, ich bin kein Akademiker, aber ich kann das auch, ich werde euch das beweisen. Nicht? Und das verfolgt ihn sein ganzes Leben, das heißt, solange er noch im Dritten Reich lebte, immer wieder weiter. The social climber's driving sense of inferiority was masked as arrogance when he entered his office in a Viennese mansion. A Herrenmensch at last. Relativ klein, in gut sitzender Uniform, mit der Reitgerte auf die Stiefelschäfte klopfend. Und relativ raschen Schrittes durchgehen, sodass diese von Juden verpestete Luft ihn nicht zu lange belästigt. A conveyor belt, 45,000 people in 8 months. The staff were Jews. Eichmann used his victims as assistants. Wenn ich Ihnen sage, dass wir ja eine ganze Reihe von Wochen jeden Tag 1000 Juden fix und fertig zur Ausreise gemacht haben, so heißt das, dass mindestens 2000 Juden täglich anmarschieren mussten. Die einen nämlich, um den Antrag zu stellen und den Pass zu erreichen, die anderen, um den Reisepass zu unterschreiben, abzuholen. Also war ein frischfröhliches
kommen und gehen. Eichmann, the social climber. In the grand surroundings of his office, the man who expelled Jews also received them, if they had something to offer. Er ist in seinem Sessel gesessen, in seiner schwarzen Uniform. Ich bin gestanden natürlich, er hat mir keinen Sessel angeboten und habe ihm erzählt, was ich habe und was ich tun kann. Mich hat das sehr interessiert, er wollte wissen, ob das wirklich so ist. Er hat sich die Dokumente angesehen, die ich hatte, und es war eine Unterredung von 20 Minuten, nicht mehr. 20 minutes for 3,000 lives. That's the number of Jewish children Kollek wanted to take to England. Eichmann agreed. Ich war darüber überrascht, ich habe mir das komplizierter vorgestellt. Erst nachher habe ich mir erklärt, warum das so glatt gegangen ist. Er ist ganz einfach 3.000 Juden losgeworden. Und das war für ihn ein Erfolg. Eichmann enjoyed the trappings of power. He wanted people to see how important he was, with his personal chauffeur and the Rothschilds' limousine. Eichmann was married. Was honor loyalty in this case? Friends said he had several lovers. He was loyal only to himself. Reinhard Heydrich was satisfied. Eichmann was a model pupil. At a conference, Heydrich recommended Eichmann's Viennese model for all Germany. The SS needed men like him, totally dedicated, efficient. Eichmann was ordered to Berlin and made officer in charge of Jewish affairs for the whole Reich. The Reich Security Central Office. Headquarters first for expulsion, then for extermination of the Jews. The outbreak of war. Now there were new, bigger tasks for Adolf Eichmann. All over Poland, ghettos were being created. A temporary measure. No country was willing to take more Jews. Eichmann looked for alternatives. A Jewish state near Krakow? Send them to Madagascar? Ideas he played with but discarded. An SS comrade wrote to him, "We should consider disposing of the Jews by a fast-working method." Invasion of the Soviet Union. The method was applied at once. Behind the front line, mass shootings. The Foreign Office wanted to know what to do with Serbia's Jews. Rademacher replied, Eichmann suggests shooting them. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, an Deutschland... Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihrem eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Eichmann organized special trains to take the victims directly to the death squads. The expert on Jews knew all about mass executions. Es war jedenfalls Spätsommer, als Heydrich mich zu sich befahl. Und er sagte mir, der Führer hat die physische Vernichtung der Juden befohlen. Und dann wusste ich Bescheid und habe nichts drauf gesagt, weil ich dazu nichts mehr sagen konnte. Eichmann was informed because he had to organize the transports. He had nothing to say, but he acted. He thought shooting too brutal, too ineffective, and looked for new methods of extermination. In the summer of '41, he visited Auschwitz. Camp Commandant Höss and Deportation Chief Eichmann, two specialists deep in conversation. What was to be done with the transports?
Eichmann wanted to look into gas, a method of murder which would spare the executioners. A few weeks later, in September 1941, the first prisoners were gassed in Auschwitz. The mass executions had been taking place for some time when the details were discussed in the villa in Großen Wannsee by the leading Nazi bureaucrats. Heydrich, Eichmann's boss, was in the chair. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches. Es befahlen die Päpste. Ich hatte zu gehorchen. Und daran dachte ich in all den kommenden Jahren. Eichmann took the minutes, but that's not all. Painstakingly, the bureaucrat worked out how many Jews could be murdered. 11 million. Paper doesn't bleed. In the minutes, Eichmann concealed what was discussed openly in the Wannsee villa: killing, eliminating, exterminating. Eichmann translated, the victims were to be treated accordingly. The language of camouflage, Eichmann's language. Relaxing around the fire after the Wannsee conference, Eichmann, Heydrich, and Gestapo Chief Müller, after a good day's work. Europe's Jews were to be evacuated to the east in Eichmann's trains. He coordinated all the deportations. As here in Dresden, all over occupied Europe, Jews were herded together. Always on hand, Eichmann's men. They supervised the smooth running of the operations. On the platform were the bookkeepers, Eichmann's helpers. The Jews were recorded as people, but herded like cattle. The timetables for the death trains were written by the expert for Jewish questions in Berlin. Murder to a timetable. The Reich Railways and major client Eichmann worked closely together. The SS paid 4 pfennigs per passenger per kilometer, one-way tickets only, no returns available. Murder by signature. The ghetto of Theresienstadt, 60 kilometers from Prague. This propaganda film was meant to disguise the horror. Eichmann was behind it, spreading the illusion of the humane concentration camp, music and dance instead of murder and mayhem. Prayer rooms as part of the cover-up. Eichmann tried to deceive the world. A dozen times, the controller of the death trains inspected his concentration camp. The inmates feared the worst when he appeared. Wenn Eichmann im Lager war mir immer Angst. Weil zumeist war das auch mit den Transporten nach dem Osten verbunden. Und Eichmann war ein Mann über Tod und Leben. Das hat man doch gewusst, dass der eine unermessliche Macht hatte. Er war ja innerlich gar nicht so stark, nicht wahr? Also speziell diese grausamen Art, nicht? Also mit den Verbrennungen der Leichen und so weiter. Das hat ihn über Gebühr erschüttert, nicht? Und er gab es nicht zu. Und da hat also immer, ich war nicht dort, ich habe es sonst auch gesehen, hat eine Feldflasche gehabt, eine richtige Wehrmachtsfeldflasche mit einem Slivovitz, also mit einem Zwetschgenschnaps, schnell einen Zug gemacht, habe ich gesehen, er ist also wieder nervlich am Ende, nicht? The desk-bound murderer at the scene of the crime. Ich habe meine Arbeit nach dem eisernen Muss getan, das mir auferlegt worden ist. Ich bin beeindruckt durch dieses Geschehen, das ich sehen musste, verhalten gewesen, meinem Chef mehrmals zu bitten, er möge mich endlich
um Gottes Willen davon entbinden. Eichmann said he wanted to go to the front and returned to his desk. A timetable fetishist, the punctuality of his death trains was a point of honor to Eichmann. If a train was late, he called it a disgrace. Er selbst sagte, er hätte nie Hass gespürt. Ich war nie Antisemit, ich war aber Nationalist gewesen. In March 1944, the Holocaust reached Hungary. 700,000 Jews lived there. On his 38th birthday, Eichmann set to work as the head of a special squad. His job, to deport all the Jews from Hungary. Eichmann, the executioner. In just 2 months, 450,000 Hungarian Jews were deported. "100 people squashed like cattle into one truck. The death started even before they reached the camp. On the platform, unwitting and full of false hopes. Die polnischen Juden wussten mehr, was Birkenau heißt, Auschwitz. Aber die wussten nicht. Man hat sie gesagt, die kommen in Familienlager. Die haben nicht gewusst. The summer of '44, the war had long been decided. The Red Army was advancing. Eichmann's trains kept running. Time was running out. Eichmann fought for every train. Als die deutschen Generäle an der Ostfront inständig gebeten hatten, um jeden Zug mit Munition und Verstärkung, da hat er mit List und Tücke Priorität bekommen für seine Todeszüge, trotzdem er wusste, er sabotiert eigentlich Deutschlands Kriegseinsatz. Und er hat zu seinen Freunden gesagt, ich weiß, der Krieg ist verloren, aber ich werde meinen Krieg noch gewinnen. Und dann fuhr er nach Auschwitz, um die Tötungen von 10.000 pro Tag auf 12.000 pro Tag heraufzubringen. A frenzy of extermination to please Hitler. His ally, Hungarian leader Horthy, stopped the deportations. Too late for hundreds of thousands of people. But Eichmann didn't want to stop. Ich habe eine zweite Cousine, die deshalb nach Auschwitz transportiert wurde, ein Jahr jünger als ich, mit ihrer Mutter, weil Eichmann darauf bestand, noch in der Umgebung von Budapest, nachdem Reichsverweser Miklos von Horthy das abbestellt hat und Protest erhoben hat, haben sie tückisch, hinterhältig noch die Leute aus der Umgebung, das heißt aus den Außenbezirken von Budapest, deportieren können. Himmler knew the war was lost. He wanted to stop the death trains. He dreamt of peace with the West. Eichmann's nightmare. Da war er ganz aufgeregt. Wieso? Auf einmal nichts mehr? October 1944, a coup in Hungary. Horthy was ousted. Hungary's fascists, the Arrow Cross movement, assumed power. Eichmann was off the leash again. Budapest's Jews were finally in the trap. Puccs után egy rettenetes üldözés kezdődött. Ahol lehetett zsidót egyáltalán meglátni, a nyilas meglátta, már is valamilyen módon belekötött, kifosztotta. Rosszabb esetben egyszerűen szórakozásból elvitték a zsidókat a Dunapartra, és belelövöldözték a Dunába. Jews were hunted down on the streets of Budapest. Tens of thousands desperately sought refuge. Salvation for many, safe houses, islands in a sea of hate. As here in Liberty Square, safe houses bearing the yellow star sprung up all over Budapest, more than 100 in all.
They were set up by courageous diplomats like the Swede Raoul Wallenberg and Karl Lutz, a Swiss. They stood up to Eichmann and fought him with his own weapons, documents and rubber stamps. Whoever was in this book could still hope. Thanks to communal passports and safe houses, over 100,000 Jews survived. Resistance was growing. Eichmann was under pressure and in fear of his life. Ich habe den Eindruck gehabt, dass ist voll mit Angst. Schauen Sie mal an, man sieht den Stahlhelm dort auf dem Tisch und dann den Revolver und er hat auch einen Tick gehabt. Er hat irgendwo mit dem Mund immer gezuckt oder gejuckt oder irgendetwas. Also das war ein Zeichen, dass ist nervös. He was afraid of the future. Wenn jemand ihn fotografiert hat, wurde er tobsüchtig. Er hat Fotoapparate versucht, den Film rauszuholen, und wenn nicht, hat er bezahlt dann später für einen Fotoapparat, den er vernichtet hat. Er wusste, dass er gesucht werden wird. His fear was indeed justified. Some of these victims attempted to resist. Wir planten ein Attentat auf Eichmann mit Lebensaufopferung. Mit Ehre zu sterben und Eichmann zu töten. Das war unser Ziel. A plot to bomb Eichmann was stopped at the last minute for fear of retaliation against the Budapest Jews. The final act of the tragedy, Allied bombers destroyed railway tracks in Hungary. There weren't enough trains, so Eichmann sent over 50,000 Budapest Jews on foot to Austria. On labor assignment. Wie die Russen immer näher kamen, umso nervöser wurden unsere Bewacher. Und wir waren auf dem Weg, aber noch immer in der Nähe von Budapest. Und da wurden schon Menschen vor meinen Augen, die müde waren oder nicht schnell genug gingen oder nicht schnell genug laufen konnten, in der Kolonne erschossen. Es war ein Wettlauf mit dem Tod. Death came in the shape of a master from Germany who liked to play the violin. So Eichmann's staff called him Maestro. Da war ein junger Untersturmführer und gefragt, Obersturmbannführer, wie viel? Sagt er, über 5. Und der Junge sagt, jeder hat verstanden, über 5 Millionen. Und was wird sein, wenn nach dem Krieg die Welt nach den Millionen fragen wird? Darauf antwortete er ihn ganz kalt und klar. 100 Tote sind eine Katastrophe. 1 Million Tote ist eine Statistik. Ich habe die Transporte befehlsgemäß durchführen müssen. Und ich habe auch gewusst, dass ein Teil dieser Menschen in den Lagern getötet wird. Das muss ich der Wahrheit gemäß bekennen. Eichmann knew the whole truth. He'd already revealed it during the war. Die 4 Millionen in den Vernichtungslagern und die 2 Millionen, also durch Einsatzkommandos und durch Seuchen in den KZs und so, das werden 6 Millionen sein. December 44, the Red Army in Budapest. On Christmas Eve, Eichmann fled the city. The area around Aussee, shortly before the end of the war. The last refuge for SS dignitaries. In the mountains of his Austrian homeland, Eichmann wanted to fight to the end as a partisan leader.
His commanding officer, Kaltenbrunner, wanted nothing more to do with him. Hat sich ja so beschwert bei mir, dass Kaltenbrunner ihn nicht empfangen hat und durch den Adjutanten eine Rolle Souveräns englische Goldstücke überreicht ist. Und so pfeife ich da auch, das brauche ich nicht, das habe ich selbst. Ich will Befehle, wie es weitergeht, nicht wahr? There were no orders. Eichmann was disoriented. His old comrades in arms told him to disappear. Eichmann, the security risk. On the run, he was arrested by GIs and was swallowed up in the vast army of prisoners of war. One of millions, he went unrecognized, but he was afraid of his true identity coming out. He considered suicide, but decided to flee. A new life and new names. Barth, Eichmann, Henninger. The Tsar of the Jews was now a woodcutter and poultry farmer. At the Nuremberg trial, his name came up, a foreshadowed defendant. Documents and statements proved his guilt. The hunt for Eichmann began. He fled with a passport provided by men of the church. Buenos Aires, 1950, his new home. Adolf Eichmann was now called Ricardo Clement. He left the city and moved to the country where he could hide more easily. He proved a failure at his new job. Hydrology. War nicht genau genug. Und ich möchte meinen, auch schon bei der ganzen Organisation der Pegeleinsammlungen oder Pegelmessdateneinsammlungen hat gar nicht ein richtiges Organisationstalent. A new Eichmann? He broke with the past, put it out of his mind. Auch mit irgendwelchen Fragen, die gezielt auf die Vergangenheit von ihm mal gestellt wurden, kriegte man nicht eine Antwort oder auch eine Veränderung der Miene wurde nicht gezeigt. Eichmann was sacked, again looking for an occupation. Rabbit breeder, laundry owner, factory worker. Moving back from the country to Buenos Aires, Ricardo Clement lived an untroubled existence here for years. His wife and children still bore the name Eichmann. Then a Jew made the decisive tip-off. The Israeli Secret Service sent an agent. Mein erster Weg, am nächsten Tag, war nach Chacabuco, zu sehen, wie das Haus aussieht und wer da wohnt. Und da habe ich gleich festgestellt, dass das Haus leer steht, dass da Maler im Haus die Wände anstreichen und dass, wenn überhaupt der Eichmann dort gewohnt hat, dass er weg ist. Bad luck for the agent. Eichmann had moved just 2 weeks before. Zvi Aharoni, born in Frankfurt on the Oder, was on Eichmann's trail. Unanswered questions, false leads. Then came the breakthrough. A neighbor knew where the German was now living. In the suburb of San Fernando, Garibaldi Street. Aharoni watched the house. Everything tallied. His age, size, the general impression. The agent was sure it must be Eichmann. He reported back to Tel Aviv. I believe we should start on the next phase of the operation. The final proof, a photo, was missing. So habe ich einen der lokalen Helfer angewiesen, wie man mit der Brieftaschenkamera umgeht. Und dann, als er das dann fertig gemacht hat und so, ich dachte, er wird es schaffen, sind wir dann Sonntagmorgen vor das Haus gefahren, haben 200-300 Meter davon gewartet, bis ich Eichmann sah, dass er aus dem Haus raus in den Schuppen ging, denn ich wollte sicher sein, wir schnappen ihn im Hof. Und dann ist der Mann los, hat ihn getroffen und hat 4 fantastische Bilder gemacht. mir אישית היה לנו כוונה לא להרוג את אייכמן, אלא רק לתפוס אותו ולהביא אותו למשפט בישראל. April 1960, Operation Eichmann. A team of 11 Mossad agents landed in Buenos Aires.
In cafes and restaurants, the last preparations were made. Getaway vehicles, false passports, a safe house. A risky venture on foreign soil. Eichmann suspected nothing. Wir haben zufällig, ganz zufällig, ihn, am ersten Tag, wo wir zurück waren in Buenos Aires, haben wir ihn gesehen, wie er abends um 7:45 von der Busstation zu Fuß 300-400 Meter nach Hause geht. Und dann haben wir jeden Abend, jemand hat beobachtet, jeden Abend kam er mit demselben Bus um 7:45. Dann haben wir sehr schnell beschlossen, das ist das Beste, der beste Punkt, die beste Zeit. Wir schnappen ihn vor seinem Haus. Garibaldi Street, May the 11th, 1960. Vor 8 war ich an der Nebenstraße, wo er jeden Abend lang ging, um in sein Haus zu kommen, und habe den Wagen an die Seite gestellt. Und der Bus kam, wie jeden Abend, hat aber nie angehalten. Das erste Mal. Wir haben mit 7 Tagen jeden Abend, kam er zur Zeit, und dieses Mal war er nicht dabei. So I had to decide if to stay or not to stay. The people started complaining. Let's say Aroni told me a few times, nervously, maybe it's too long, maybe somebody saw us already, maybe we come a day later. I said, no, we wait. And at 8 o'clock, I was asked again, okay, what we should do? I said, we wait. 15 minutes later, another bus came. Saw him first, and then he felt that Eichmann had his hand in the pocket, and he was afraid that maybe Eichmann had a gun. Wir am Auto vorbeigingen, hat ihn Zwicker gestoppt. Wir wollten, dass er irgendwie anredet, bevor er ihn greift. Momentito, señor. Zwicker ist ihm nach, und sie haben sich beide im Graben rumgewälzt, 3-4 Meter entfernt vom Auto, und Eichmann hat geschrien. He was screaming, I could imitate him. Ooh, something like that. Und dann habe ich den Raffi angebrüllt. Ja? Der Raffi saß immer noch so im Auto hinten. Sag, geh doch, helft ihn. Du brauchst dich doch nicht mehr zu verstecken jetzt. Dann ist er raus, und zu dritt haben sie ihn aus dem Rahmen gezerrt und ins Auto rein. A cafe in Buenos Aires. Impatiently, Mossad chief Isar Harel waited for news. ושם זה כבר היה חצות, ושם הופיעו פתאום 2 אנשים מהצוות, מרופטים, עייפים, מלוכלכים, אבל הפנים שלהם קרנו מאושר, ידעתי שכבר הפעולה הצליחה, וכך היה. In their safe house, Eichmann was interrogated. It was crucial that Ricardo Clement admit who he really was. Die erste Frage, die ich ihn gefragt habe, wie heißen Sie? Ricardo Clement. Was war sein richtiger Name zu der Zeit? Und dann, wie hießen Sie früher? Otto Höninger. Das war auch sein Name vorher. Aber das wussten wir ja nicht. Und so, dass ich also ein bisschen
dachte jetzt, wenn wir nie von ihm das Geständnis herausbekommen, dass er wirklich Eichmann ist. Dann habe ich ihm 100 Fragen gestellt, die nur Eichmann wissen kann. Ja? Also die Schuhgröße, die Kragengröße, die Kleidergröße, das Geburtsdatum, die Nummer in der SS, Nummer NSDAP und so weiter und so weiter. Alles hat gestimmt. Und dann, am Schluss habe ich ihn gefragt, unter welchem Namen sind Sie geboren? Hat er gesagt, Adolf Eichmann, ohne zu zögern. Das war der größte Moment bei dem ganzen Operation. Wie er gesagt hat, ich bin Adolf Eichmann. Abduction, arrest, trial. Gut, nachdem ich aufgefordert worden bin, von Ihnen, Herr Präsident, hier eine klare Antwort zu geben, dann muss ich erklären, dass ich diesen Mord, diese Vernichtung an die Juden für eines der kapitalsten Verbrechen innerhalb der Menschheitsgeschichte betrachte. Dass er das gesagt hat für seine Verteidigung, dass er das nicht wirklich ernst gemeint hat, das glaube ich, könnte ich wohl sagen. Und wenn er dass das bei ihm nicht ehrlich gesagt war, das glaube ich auch mit 100%iger Sicherheit sagen zu können. Ich hatte das Unglück, in diese Gräuel verwickelt zu werden. Aber diese Untaten geschahen nicht mit meinem Willen. Mein Wille war nicht, Menschen umzubringen. Eichmann was sentenced to death for crimes against humanity and the Jewish people. His last hours were spent in Ramleh prison near Tel Aviv. Just before he had to go, he watched me and he said a few words in German. The deputy of the commander of the jail told me that he said that he hoped that all of us will go soon after him. And he went to the gallows very, very cool. On June the 1st, 1962, Adolf Eichmann was executed. His ashes were scattered over the Mediterranean.